Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zum heutigen Infobreak Kapitalmarkt Update von Raiffeisen Capital Management. Heute möchte ich mit euch über die jüngsten Entwicklungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie deren aktuellsten Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte sprechen. Im Fokus der Betrachtung steht natürlich die Erleichterung bezüglich der Ankündigung einer vorübergehenden Zollpause im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Beide Seiten haben sich bei ihren Treffen in Genf auf eine gegenseitige Senkung bestehender Zölle geeinigt. Zumindest mal für die nächsten 90 Tage. US-Zölle auf chinesische Importe wurden also von 145% auf 30% gesenkt, während die chinesischen Zölle auf US-Importe von 125% auf 10% reduziert wurden. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte bei dem Treffen in Genf, dass keine Seite an einer Entkopplung der Volkswirtschaft interessiert sei und dass der vereinbarte Gesprächskanal eine Eskalation mit Zöllen und Gegenzöllen verhindern werde. Die Europäische Union begrüßte diese Entwicklung und sieht darin einen Schritt in die richtige Richtung. Denn die Einführung von Zöllen wird eindeutig als Rückschritt für die Weltwirtschaft angesehen und alles, was zur Stabilität und Vorhersehbarkeit des weltweiten Handels beiträgt, wird eben positiv bewertet. Positiv sind das auf alle Fälle mal die internationalen Kapitalmärkte in einer ersten Reaktion. Der Dow Jones Industrial Index, der S&P 500 Index und die technologielastige Nasdaq 100 stiegen zwischen 2,5 und 4,5% spürbar an. Und auch in Europa sorgte die Einigung für deftige Aufwärtsimpulse an den Börsen. Der deutsche Leitindex DAX erreichte sogar ein neues Rekordhoch bei knapp 24.000 Punkten. Ebenfalls in die gleiche positive Kerbe schlug der Eurostoxx 50 mit knapp 2% Indexplus und auch der österreichische Aktienmarkt legte um mehr als 2% zu. Die asiatischen Börsen zeigten sich hingegen uneinheitlich. Während der japanische Topix-Index ein leichtes Plus verzeichnete, gab es Verluste beim Hang Seng-Index in Hongkong. Widmet man sich der Rohstoffseite, so gibt es derzeit eine auffällige Bewegung beim Ölpreis. Zwar kam es aufgrund der Einigung im Zollstreit zu einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung bei der Nordseesorte Brent, im Allgemeinen aber fällt auf, dass der Ölpreis schon seit geraumer Zeit Richtung Süden tendiert. War er noch in den letzten Wochen in der Situation rund um den Handelskrieg, der natürlich für eine Abschwächung der Nachfrage führte, so ist es aktuell die Tatsache, dass sich die OPEC-Plus-Bündnisländer für eine weitere Erhöhung des Rohstoffangebots entschieden haben. Während des Treffens am vergangenen Samstag beschloss man, die Ölversorgung im Juni um etwa 411.000 Fässer pro Tag zu erhöhen. Dies führte dazu, dass der Ölpreis der Sorte Brent erstmals seit 4 Jahren unter 60 US-Dollar pro Fass fiel. Kurz erwähnt sei auch noch die Tatsache, dass aufgrund der jüngsten Zollvereinbarungen der Goldpreis etwas nachgegeben hat und aktuell bei knapp über 3.250 US-Dollar notiert und die Kryptowährung Bitcoin wieder über die 100.000 US-Dollar-Marke anstieg. Zum Abschluss noch ein paar Feststellungen bzw. Anmerkungen zu den Anleihemärkten. Die verhielten sich lehrbuchmäßig und antworteten auf das jüngste Risk-On-Szenario mit Renditanstiegen. Wie im angefügten Chart ersichtlich, stiegen neben den kurzen zweijährigen deutschen Staatsanleihen auch die länger laufenden 10-jährigen Anleihen um in etwa 20 Basispunkte an und notieren bei einer Rendite von 1,93% bzw. 2,64%. Als Begründung für den Renditeanstieg in Europa, aber auch jenseits des Atlantiks, muss, wie kann es auch aktuell anders sein, die Beendigung des Handelsstreits zwischen den USA und China herhalten, da man jetzt von einer geringeren Rezessionsgefahr und damit auch
weniger Zinssenkungen in den USA ausgeht, beziehungsweise die Hoffnung in Europa wächst, dass auch hier die Androhungen der exorbitanten Zollmaßnahmen nach der 90-tägigen Schonzeit sanfter ausfallen könnten. Das war es auch schon wieder. Recht herzlichen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Kapitalmarktwoche und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Infobreak Kapitalmarkt Update wieder dabei seid. Euer Christian Leinweber aus Wien.